Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse und bin beim Brixis-Stand bei Joachim Schäfering, Geschäftsführer. Er zeigt mir, was es Neues gibt. Hallo zusammen. Sie haben hier eine Feuerwehr, ganz groß. Ich kenne die meisten ja von den kleinen Sets, nur deutlich kleiner, aber Sie machen es jetzt mal richtig groß. Also wir haben hier eine Feuerwehr für die Kid Adults entwickelt. Dabei war uns wichtig, dass wir eine Funktion einbauen, die es so noch nicht gab. Und zwar, wir haben jetzt neue Tore entwickelt, wo auch die Feuerwehrautos entsprechend in die Feuerwache reinfahren können. Den Schriftzug, den man jetzt noch in weiß sieht, der wird jetzt in der Produktion transparent und dann wird das Ganze illuminiert. Das heißt, ich kann über einen Schalter im Endeffekt die Feuerwache auch beleuchten. Aktuell gibt es 5 Feuerwehrfahrzeuge, wird nochmal ergänzt im Laufe des Jahres mit weiteren 3 Lizenzen. Das heißt, die Feuerwehrfahrzeuge kauft man einzeln und das Feuerwehrhaus auch? Ja. Die Feuerwache hat 2300 Steine und liegt bei einem UVP von 179 €. Also richtig groß. Auf der Rückseite kann man dann wahrscheinlich Inneneinrichtungen einbauen. Alles, was man haben will, dann kann man dann irgendwie schauen. Aber momentan noch relativ leer, aber ein bisschen was ist an Bord. Da können sich dann die freiwilligen Feuerwehrler auch austoben in der Freizeit mal oder eben Feuerwehrstüberl auch mal irgendwo ein bisschen Gaudi haben. Ja, und die Feuerwache wächst ganz normal, indem einfach mehr Fahrzeuge dazukommen. Und der Feuerwehrmitarbeiter kann natürlich genau seine Fahrzeuge aus dem Fuhrpark seiner Feuerwehr zusammenstellen. Es geht also an mit dem kleinen Unimog und dann eben die klassischen großen, moderne Fahrzeuge, alles was man sagt. Aber alles mit entsprechenden Funktionen zum Aufklappen, mit einer entsprechenden Inneneinrichtung. Vorführeffekt. Ja, das ist, wenn das Teil, da kann ich es halt zeigen. Da ist der Ladebereich dann. Das ist, glaube ich, richtig, die Klappen zum Zumachen eben. Und die Drehleiter wahrscheinlich auch zum Ausfahren. Und hier sind dann die Werkzeugkoffer drin. Und daneben ist dann Axt und alles das, was der Feuerwehrmitarbeiter zur Rettung braucht. Sieht man hier in dem Bereich. Also schon auch so eingerichtet, dass es eben nicht mehr das reine Kinderspielzeug ist, weil es wahrscheinlich auch preislich nicht mehr ganz so für die ganz Kleinen ist, sondern eher für die größeren Jungfeuerwehrler und für die Väter, die dann oder Väter und Mütter, die bei der Feuerwehr sind und aktiv sind, die dann ihrer Familie auch was Gutes tun wollen. Ja, aber preislich trotzdem sehr attraktiv. Wir liegen im UVP-Bereich zwischen 29,90 und 59,90 € für den großen Panther. Und ich denke, da liegen wir in einer guten Preislage drin. Dann haben wir eine ganz andere Welt. Das sind jetzt, schaut so aus wie ein Buch, Klappbuch. Genau, und das ist ein neues Thema, was wir auf den Markt bringen, und zwar unsere Booknox. Und zwar kann ich das nachher zwischen meinen Büchern im Bücherregal platzieren. Und da haben wir 4 Themen im Endeffekt. Wir haben die Unterwasserwelt, wir haben den Blumenladen, wir haben Fairy Tale und wir haben die Märchengasse. Das ganze Set hat 1200 Teile und kommt mit einer Ambient-Beleuchtung. Ah. Dann wird es ein bisschen mehr so in Richtung Fantasy. Ja, das ist das Thema Steampunk. Das kann ich in meine Traumwelt abtauchen. Sehr viele metallische Teile dran, Gold, Silber, Kupferfarben, mehrere Funktionen mit drin, ein Walking Kiosk, ein fliegendes Segelschiff. Ja, schön mit goldenen Segeln. Also dieses Metallic-Effekt ist schon schön geworden. Wird alles super toll bedampft und man sieht auch keine Schlieren, die man sonst beim Abspritzen hat. Qualitativ wirklich auf dem obersten Level. Das ist hier ein Raupenfahrzeug. Wird es dann auch fahren oder ist das ein Standmodell? Das kann fahren, leider mit Handbetrieb. Da haben wir noch keine Motoren eingebaut.
Und bei diesem Weltraum-Kiosk, da kann man dann auch die Kiosktüren auf und zu machen. Richtig, das ist unser Walk-in-Kiosk. Kann ich dann oben abnehmen, habe eine Inneneinrichtung innen drin. Und da sieht man auch ganz schön diesen Gold-Silber-Effekt von den Klemmbausteinen. Das heißt jetzt von der Weltraum oder überall Fantasie, kommen wir richtig in den Weltraum? Genau, Thema Space haben wir eine schöne Spreizung von den Modellen her. In der unteren Preis-Einstiegsklasse 14,90 € gehen wir hoch bis zum exklusiven Raketenmodell, was bei 99 € liegt, mit knapp 1500 Klemmbausteinen. Das heißt, das ist jetzt das Oberteil zum Abnehmen, dass Genau. man das hier innen auch bespielen kann, wenn man will. Genau, und dann sieht man auch die Zahnräder innen drin. Viele Funktionen, viele bewegliche Teile drin. Schön bedruckte Panels, auch wiederum im Metallic-Effekt. Lässt Kinderherzen höher schlagen. Wahrscheinlich auch so einen oder anderen Erwachsenen auch. Ja. Dann vom letzten Jahr weiß ich ja, Sie haben vieles im Bereich Landwirtschaft, das haben wir letztes Jahr sehr ausführlich gezeigt. Da zeige ich jetzt hier noch mal kurz drauf. Da gibt es einen Link aufs Video vom letzten Jahr, Genau, wo diese es sind Landwirtschaftswelt mal gezeigt wurde. In dem ganzen Thema sind nochmal 100 Produkte dazugekommen. Mercedes-Benz mit MB-Truck, New Holland dazu. Super stark natürlich bei uns die Marke Fendt. Ist unser bestverkauftestes Produkt. Highlight aktuell in der Kollektion der 1052. Bestverkaufter Artikel. Aber Sie haben ja vorhin schon verraten, es gibt ganz was Neues. Fernsteuerbare Traktoren und ein Skiräumgerät. Oder wie heißt das Ding jetzt offiziell? Das ist ein Pistenbully. Pistenbully, ja. Genau. Der Pistenbully hat diverse Funktionen. Das heißt, ich kann das Schild vorne entsprechend runterlassen oder anheben über unsere neu entwickelte Fernbedienung. Bei der Fernbedienung war es uns wichtig, und das würde ich gleich nochmal zeigen, die kann ich selbst bebauen. Das heißt, ich kann nachher auch als Fan die ganze Fernbedienung umbauen, wenn ich möchte, in ein anderes Styling. Gar kein Problem. Sieht als Träger so aus. Man kennt die 4-Funktions-Fernbedienung. Wir haben eine 8-Funktions-Fernbedienung entwickelt. Beklemmbar. Das Ganze ist designgeschützt, weil wir uns da wirklich mal reingedacht haben, was den Kunden einfach glücklich macht. Feedback vom Kunden war ganz einfach, ich möchte eine tolle Fernbedienung in der Hand haben, die haptisch halt auch, deswegen auch die Klemmbausteine an der Seite mit den Noppen, damit ich einfach auch ein Gefühl dafür habe, wo ich mich befinde und ich mich aufs Fahrzeug konzentrieren kann. Und dann abgerundete Kanten, damit es auch gefällig in der Hand liegt. Genau, und hier ist es halt ganz einfach so, es sind 6 Motoren verbaut. Das heißt, ich kann auch oben den Kran entsprechend bedienen, ich kann die hintere Fräse bedienen und habe natürlich meine Vorwärts-Rückwärts-Funktion, links, rechts, schönes Teil zum Spielen, wird nachher bei nur 299 € liegen. Da sind wir dann bei wie vielen Teilen? 2000 oder? Nein, 3000 Teile. Ui. Dann klassisch jetzt wirklich landwirtschaftlich ein Steyr, Traktor Steyr Servus 6440. Genau. Steht hier als Typenbezeichnung. Und der ist hier auch innen schon ganz nett eingerichtet. Der wird dann auch komplett fernbedienbar sein. Und da haben Sie mir schon verraten, den können wir vorführen. Ja, selbstverständlich. Das würde dann mein Kollege machen, der sich da sehr gut auskennt. Ich würde dann mal an den Sascha rübergeben. Genau. So, inzwischen haben wir umgebaut das Mikrofon zum Sascha Lücking von Brixis. Er zeigt mir jetzt hier den Steyr Servus 6440. Der hat 2200 Teile hat er. Und eine ganze Menge Funktionen, natürlich Fahrfunktion. Zeigen wir mal zuerst. Vorwärts, rückwärts. Das Ganze selbstverständlich mit Aalrad.
Vorne ein Planetengetriebe. Hinten haben wir ein Differential einzeln zwischen den Hinterrädern. Und das Interessanteste an so landwirtschaftlichen Modellen ist eigentlich immer das Heck. Ich weiß aus der Landwirtschaft, wenn es Richtung Funktionsmodelle geht, ganz wichtig, verstellbarer Oberlenker. Das heißt, wir können ihn in der Länge eben hier verstellen. Ich kann den länger fahren. Man sieht es hier, glaube ich, schon ganz gut. Und so kann ich eben gewährleisten, dass entsprechende Anbaugeräte richtig eingestellt werden von der Höhe. Selbstverständlich kann ich hinten Heck hoch und runter fahren. Und was ganz entscheidend ist, die Zapfwelle kann angestellt werden. Das ist hier unten der gelbe Pinöpel, um dann eben auch entsprechende Anbaugeräte, zum Beispiel Kreiselegge. Wir haben oben den Grubber, der dann zusammenklappbar ist. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, um die eben entsprechend anzusteuern, damit man da richtig Realismus Das heißt, der am Start hat. dreht sich dann motorisiert über einen weiteren Motor. Genau. Ja, jetzt sehen wir es hier. Genau, der hat mehrere Motoren eben verbaut. Und das Ganze ist vorne eben auch nochmal der Fall dann in Zukunft. Wir haben ja jetzt aktuell ja einen Prototypen. Ich glaube, aktuell vorne haben wir es noch nicht. Aber hoch und runter vorne funktioniert auf jeden Fall schon. Also wir sind hier wirklich in der allerersten Impression von diesen neuen Modellen. Das heißt, da könnte ich vielleicht dann auch eine Gabel anschließen für Paletten zum Transportieren. Sowas könnte dann Zum Beispiel, also wir sind ja jetzt ganz neu gestartet mit der Technikserie, mit diesen, ja ich sag mal, sehr realistischen RC-Modellen in der Landwirtschaft. Da ist dann in Zukunft eigentlich alles möglich. Aus den Klemmbausteinen kann man wirklich super viele Geräte eben machen. Wir zeigen gleich, glaube ich, auch noch ein paar Geräte. Genau, also da gibt es jetzt fast, ja ich sag mal, fast keine Grenzen im Prinzip. Gut, Maßstab ist 1:17, habe ich mir vorher schon sagen lassen. Das dürfte so ungefähr inklusive Anbauteile etwas mehr wie 30 cm sein. Und Gewicht wird wahrscheinlich schätzungsweise so 2 Kilo sein. Ja, ich denke mal, es wird schon hinkommen. Ja. Gut, das Also es ist jetzt schon ein hier- massives Teil. Ich selber stand zum Beispiel auf der Agritechnica vor dem Steyr Servus. Der wurde erst dieses Jahr dann auch vorgestellt von Steyr. Und ich sage mal, die Wucht, man sieht das hier vorne an der Haube auch, also die kommt wirklich rüber, muss man tatsächlich sagen. Und auch sehr detailgetreu. Die Kenner vom Steyr Servus wissen, hier diese Schräge am Kühlergrill ist exakt genauso am Steyr Servus in Original eben auch zu sehen. Gut, dann haben wir oben noch einen etwas kleineren, einen Ambi-Truck 1500. Genau. Der hat dann auch weniger Funktionen, habe ich mir schon sagen lassen. Genau. Ich habe nur 4 Motoren. Der hat nur 4 Motoren, da fällt vorne dann ein bisschen was an Funktionen weg. Da haben wir dann keine Welle für die Front. Aber hinten dann entsprechend, also es ist ja eben ein Technikkonzept, hinten wird es entsprechend genauso wieder sein. Oberlenker verstellbar, da sieht man übrigens auch einen Motor hinten ganz schön. Und auch der, so ein paar Steine sind nicht so 100% in Farbe, aber auch der ist quasi, ja, First Impression quasi. Und da jetzt die Fernbedienung in grün, Ja. passt mit einem anderen Look. Da, Hier wird hat man dann, die. da werden hier natürlich auch Prints und so weiter werden da noch drauf kommen. Auf der Fernbedienung, genauso wie beim Steyr ist es ja auch der Fall. Und das wird natürlich beim MB-Truck dann auch so sein. Ne? Dann natürlich bei Ihnen Prints und nicht irgendwelche Aufkleber. Kann sein, vielleicht auch Aufkleber, manchmal geht es nicht anders. Aber also wir versuchen natürlich überall Prints, wo es geht. Gut, das waren also in groß und in klein haben Sie auch ein paar neue. Die Genau. sind am Maßstab 1:24, auch fernsteuerbar, aber die dann nicht wahrscheinlich. Die sind im Maßstab 1:30, die MB-Trucks. Genau, die sind jetzt nicht fernsteuerbar. Rechts da in der Vitrine, die sind auch ferngesteuert, aber in abgeschwächter Version. Also links, rechts, vor, zurück. Und genau, halt auch kleinerer Maßstab. Hier sieht man auch jetzt noch keine Prints und so weiter drauf, kommt natürlich alles noch. Und Hier dann, beim MB-Truck haben wir schon ein bisschen. das heißt, da sind wir dann beim Maßstab 1:24. Und das sind dann Anbauteile für diese neuen Fahrzeuge. Genau, hier am Claas Axion, auch ja, ein neues Modell wurde vorgestellt. Vorne hier mit dem Packer. Das Anbaugerät benötigt jetzt keine Zapfwelle, aber man sieht auch den gelben Pinöpel, wo man dann eben theoretisch was anschließen kann, was dann eben auch Funktion hat.
hinten dann entsprechend eine Kreiselegge und da kann man es ansatzweise sehen. Ist jetzt nicht zusammengeführt, aber das wird dann auch mit Funktion sein, also dass sich über die Zapfwelle eben die Kreiselegge dann auch bewegt. Und da sieht man auch, dass der Oberlenker entsprechend eingestellt ist. Genau. Aber genau dasselbe wieder, hoch und runter fahren können wir da, vorne, hinten. Und zum krönenden Abschluss dann hier noch ein ganz großes Gerät, das hier auch Genau. angeschlossen werden kann. Da wird es dann auch so sein, hier sieht man schon, hier wird zum Beispiel die Zapfwelle dann in dem Fall angeschlossen. Und das führt dann dazu, dass der Grubber sich eben so zusammenklappt. Wird hier gedreht, dann zieht sich das zusammen und eben wird dann zusammengeklappt. Und dann das wahrscheinlich hier nur angedeutet als Werk. Ja, aber schönes, großes Fahrzeug. Ich schätze mal so Genau. 50 Zentimeter lang, 40 breit. Ja, Also so mancher Landwirtschaftsfan wird da die Herzen höher schlagen, wenn er da sowas tatsächlich mal also da ferngesteuert fahren will. bin ich ziemlich sicher. Gut, dann bedanke ich mich beim Sascha Lücking Ja, hier sehr für die gerne. Vorstellung der Neuheiten von Brixis hier auf dem Stand auf der Spielbaumesse und wünsche noch einen schönen Messeverlauf. Servus.